Während ein herkömmlicher Lithium-Akku bei Beschädigung in weniger als einer Sekunde in Flammen aufgeht und hochgiftige Dämpfe freisetzt, passiert bei diesem Akku hier genau nichts. Selbst wenn man ihn mitten im Betrieb mit einer Schere zerschneidet, fließt der Strom in diesem Test hier einfach weiter. Wir alle kennen bestimmt auch diese Bilder hier von einem brennenden E-Scooter im Wohnzimmer. Ein absoluter Albtraum. Aber während E-Scooter meist im Keller oder in der Garage geladen werden, sollen humanoide Roboter schon in wenigen Jahren zu Millionen direkt in unseren Wohnungen die Hausarbeit erledigen oder in Fabriken arbeiten. Brandgefahr ist hier ein absolutes No-Go. Gleichzeitig warten Fahrer von E-Autos schon seit Jahren auf diese Wunderbatterie. Doppelte Reichweite, weniger Gewicht und Ladestops von gerade einmal 5 Minuten. Und auch die prognostizierten Wachstumszahlen sind völlig absurd. Die Gesamtbatterienachfrage wächst laut der Internationalen Energieagentur IEA von 2023 bis 2035 über alle Branchen hinweg um etwa 700% und bei E-Autos um etwa 500%. Da es bei humanoiden Robotern aktuell ja noch kaum welche gibt, soll der Bedarf laut TrendForce hier von aktuell etwa 0,05 Gigawattstunden auf 74,2 Gigawattstunden wachsen, was unfassbare 150.000% oder eben das 1500-fache ist. Bahnt sich hier also ein gigantischer Verteilungskampf an mit der Frage, ob eher humanoide Roboter oder E-Autos diesen Kampf gewinnen werden? Sind solche Wachstumszahlen überhaupt machbar? Welche Hürden bestehen noch? Und sind Feststoffakkus wirklich schon marktreif? Genau das klären wir heute und damit willkommen in der Robosphäre. Jens hier, los geht's. Der auffälligste und größte Unterschied zwischen humanoiden Robotern und E-Autos ist natürlich die Akkugröße bzw. die Kapazität und das Gewicht. Während E-Scooter und E-Bike-Akkus durchschnittlich zwischen 0,25 und 0,75 Kilowattstunden haben, bringen es humanoide Roboter in Erwachsenengröße wie der Figure 03, der Optimus von Tesla oder der 4NE1 von Neura Robotics schon auf 2 bis 2,5 Kilowattstunden. Kleinere E-Autos wie der Dacia Spring, der Fiat 500e oder auch der ID.3 von VW, die bringen es hier schon auf 26 bis 45 Kilowattstunden. Und bei den größeren Premium-Modellen von Audi, BMW und Mercedes, da haben wir sogar Akkus zwischen 100 und 120 Kilowattstunden verbaut. Einzig der Hummer EV, der toppt das nochmal mit ungefähr 210 Kilowattstunden. Während aber Autos mit einer Akkuladung mehrere Stunden und auch mehrere 100 Kilometer fahren können, reicht es bei den humanoiden Robotern, dieser kleine Akku, meist nur so für 2 bis maximal 4 Stunden Betrieb aus. Jedes Mehrgewicht bei humanoiden Robotern, das verbraucht natürlich mehr Energie beim Laufen und auch die Motoren, die werden wesentlich stärker belastet, zumal allein für das reine Ausbalancieren schon enorme Mengen an Energie in den Motoren und auch in der CPU benötigt werden. Hinzu kommt der Energieverbrauch für die KI und, weswegen gerade bei humanoiden Robotern ein leistungsfähigerer Akku, der mehr Kapazität einfach hat, extrem wichtig ist. Thema Sicherheit und Brandgefahr. Erinnerst du dich noch an das anfangs gezeigte Video, wo der kleine E-Scooter im Wohnzimmer Feuer fängt? Ein humanoider Roboter, der hat mit 2 bis 2,5 Kilowatt ungefähr das 10-fache an Akkukapazität in seinem Brustkorb. Und da möchtest du definitiv nicht, dass der anfängt, bei dir zu Hause zu brennen. Auch wenn es natürlich nicht gleich ganz so dramatisch sein wird wie beim Film Terminator 3, wo sich der T850 eine defekte Wasserstoffenergiezelle herausschneidet und aus dem Auto wirft, gefolgt von einer heftigen Explosion. Aber auch in der Industrie, wo den Plänen nach irgendwann mal zig humanoide Roboter nebeneinander Seite an Seite stehen und produzieren sollen, ist verständlicherweise ein solcher Akkubrand ein völliges No-Go, weswegen es Roboter mit herkömmlicher Zellchemie eher schwer haben dürften, wenn solche nahezu unbrennbaren Akkus verfügbar sind. Der nächste Punkt ist der Preis und die Wirtschaftlichkeit. Denn während ein normales durchschnittliches Auto zu ungefähr 90% einfach nur rumsteht und nichts tut, werden die humanoiden Roboter, zumindest in den Fabriken,
höchstwahrscheinlich 24/7 nonstop arbeiten, um Waren zu produzieren und Geld zu verdienen. Auch wenn bei Feststoffakkus prinzipiell ein geringerer Preis versprochen wird, wird gerade zum Anfang, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, der Preis wahrscheinlich sogar eher noch ein bisschen höher sein. Und hier ist es natürlich für so einen Roboter in der Industrie wesentlich weniger dramatisch, als wenn das E-Auto plötzlich zigtausende Euro teurer wird. Zumal der Akku eines humanoiden Roboters mit 2 Kilowattstunden nur ein Sechzigstel dem eines großen E-Autos mit 120 Kilowattstunden entspricht. Andersherum gerechnet könnte man auch sagen, dass man anstatt ein großes E-Auto mit dem Akku auszustatten, bis zu 60 humanoide Roboter damit ausstatten könnte. Und wie schon angemerkt, die 60 Roboter, die werden wahrscheinlich in der Fabrik arbeiten die ganze Zeit, während das Auto einfach nur zu 90% rumsteht. Was macht da wohl mehr Sinn? Auch die reine Physik, die ist ein Problem, denn so einen riesigen 120 Kilowattstunden Akku zu bauen, das ist wesentlich kompliziert als so einen vergleichsweise kleinen 2 Kilowattstunden Akku. Ein kurzes Rechenbeispiel dazu. Nehmen wir an, die Produktion, die ist noch relativ jung und vielleicht noch ein bisschen fehleranfälliger und jeder 60. Akku, der hat irgendwie einen kleinen Fehler, ist Ausschuss, muss aussortiert werden. Bei 60 Akkus für den Roboter sind 59 immer noch gut. Bei einem E-Auto brauchst du aber bis zu 60 dieser Blöcke ohne einen einzigen Fehler. Statistisch gesehen ist es also wesentlich schwieriger, einen 120 Kilowattstunden Akku zu bauen, da hier die Qualität und die Präzision einfach wesentlich größer sein muss. Und dann ist da noch die Hitze, denn auch bei diesen Zellen werden natürlich im Betrieb und beim Laden wird Wärme produziert. Und bei so einer Kleinzelle, da ist natürlich rein rechnerisch die Oberfläche wesentlich größer, weswegen hier auch die Wärmeabstrahlung wesentlich besser ist als bei so einem riesengroßen Akku. Hinzu kommt, dass in so einem Roboter natürlich auch irgendwelche Kühlbleche oder so, das kann wesentlich einfacher verbaut werden, dass da diese Wärmeabstrahlung nötig ist, als bei so einem 120 Kilowatt Akku, der einfach in der Bodenplatte vom Auto drin ist. Da ist ein wesentlich komplizierteres Wärmemanagement mit Kühlleitungen und erforderlich. Auch wenn Feststoffzellen nicht direkt explodieren, ab spätestens 200 Grad Celsius beginnen aber auch die sich innerlich einfach chemisch zu zersetzen. Und diese Temperatur, die erreichst du einfach in einem größeren Akkublock wesentlich eher als in einem kleineren Block. Aber sind solche Wachstumszahlen überhaupt machbar? Wir reden hier immerhin von einem 7-fachen Anstieg der Batterienachfrage zwischen 2023 und 2035. Das klingt nach einer Herkulesaufgabe und das ist es auch, da die Akkus von humanoiden Robotern aber eben mit nur 2 Kilowattstunden ungefähr verhältnismäßig klein sind, beträgt deren Anteil an der gesamten Batterienachfrage nur etwa 1%. Aufgrund der geringeren Komplexität, weil so ein kleinerer Akku eben einfacher hergestellt werden kann, dem Sicherheitsbedürfnis und auch der Wirtschaftlichkeit, werden humanoide Roboter meiner Meinung nach bestimmt mit die ersten sein, bei denen Feststoffakkus verbaut werden. Und auch Samsung SDI bestätigte das erst kürzlich, indem sie Feststoffakkus speziell für humanoide Roboter priorisieren und die Massenfertigung für 2027 anpeilen. Und geringere Akkukapazitäten, die eben nur 2 bis maximal 4 Stunden Laufzeit bei humanoiden Robotern mit sich bringen, die sind aber trotzdem ein wesentlich geringeres Problem bei den Robotern als bei PKWs. Firmen wie Figure, die haben es nämlich vorgemacht, indem sie in die Fußsohlen ihres Roboters eben Ladespulen integriert haben. Und so könnte man in Privathaushalten als auch in der Industrie natürlich an den Stellen, wo sich die Roboter am meisten aufhalten, einfach entsprechende Ladematten in den Fußboden integrieren, sodass die Roboter da einfach permanent wieder aufgeladen werden. Bei PKWs wäre das natürlich theoretisch auch machbar, dass man solche Ladespulen in der Straße einlässt. Allerdings ist es hier natürlich bei dem gigantisch großen Straßennetz von zigtausenden Kilometern ein wesentlich größerer, vor allen Dingen finanzieller Aufwand. Bleibt noch die letzte Frage: Wann sind Feststoffakkus endlich marktreif? Erste Pilotserien, die gibt es bereits und man kann auch schon Powerbanks mit Feststoffakkus käuflich erwerben. Der echte kommerzielle Durchbruch für Feststoffakkus, der wird aber voraussichtlich erst 2027 kommen, da gerade bei den westlichen humanoiden Roboterfirmen
für Ende 2026 erst größere Produktionszahlen versprochen sind, die dann auch erstmal in den eigenen Werken eingesetzt werden, dann später in anderen Firmen, bis da wirklich deren humanoide Roboter für Privathaushalte verfügbar sind, gehe ich davon aus oder hoffe ich zumindest, dass dann wirklich nur noch Feststoffakkus verbaut sind. Die Wunderbatterie ist also kein Mythos mehr und sie ist für die Robotik in greifbarer Nähe. Einen direkten Akkukrieg oder einen harten Verteilungskampf, den wird es aber voraussichtlich nicht geben, sondern eher einen ganz normalen klassischen Wettbewerb um die ersten Premiumzellen, um Produktionskapazitäten und Lieferverträge. Was meint ihr, werden tatsächlich humanoide Roboter zuerst mit diesen Feststoffzellenakkus ausgestattet und würdet ihr einen humanoiden Roboter mit einem herkömmlichen Akku bei euch in die Wohnung lassen oder ausschließlich mit Feststoffakku? Ich bin gespannt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und hier oben habe ich direkt jetzt noch ein weiteres Video für dich über die am schnellsten wachsende Roboterfirma in China, die innerhalb von nur 3 Jahren ein gigantisches Portfolio aufgebaut haben.